Aus unseren Videos kennt ihr bestimmt unsere USB-C und Thunderbolt Docking Stations für Windows und Mac. Uns erreichen immer wieder Kundenanfragen, ob die IPC Docking Stations mit dem Linux Workspace und mehreren Monitoren kompatibel sind. Wir haben es für euch getestet und zeigen in diesem Video, wie es geht. Dieses Video produzieren wir, weil wir seit Marktstart unserer IPC Docking Stations immer mal wieder Kundenanfragen und YouTube-Kommentare zu dem Thema Linux bekommen. Vermarktet haben wir die Docks primär über Anwendungsfälle mit Windows und Mac. Die Frage liegt aber natürlich nahe. Wir zeigen jetzt mal die Einrichtung exemplarisch bei Linux Ubuntu. Dieses Video gilt sowohl für die Dual 4K Hybrid Dock mit USB-C als auch für unsere Thunderbolt 4 Docking Station, bei der theoretisch bis zu 4 Monitore möglich sind. Die Dual 4K Hybrid Dock ermöglicht den Betrieb mit 2 Monitoren. Dazu bekommt ihr noch 6 USB 3.2 Gen 1 Ports, 2 USB-C und 4 USB-A Anschlüsse. Außerdem habt ihr die üblichen Features vieler Docking Stations, darunter einen Dual-Kopfhörer-Mikrofonanschluss, ein Kensington-Lock, einen Ethernet-Port und die Möglichkeit, das verbundene Gerät mit bis zu 100 Watt zu laden. Wenn ihr an der Dock 2 Monitore verbinden wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass beide Videostreams belegt sind und nicht beide Monitore auf einem Videostream sind. Neben der Dual 4K Hybrid Docking Station mit USB-C bieten wir auch eine Thunderbolt 4 Quad Display Docking Station an. Die Verbindung zum Notebook läuft über den Thunderbolt 4 Standard, welcher abwärtskompatibel ist zu Thunderbolt 3 und seitwärtskompatibel zu USB 4. Was diese Dock besonders macht, sind die 3 verfügbaren Thunderbolt 4 Ports auf der Rückseite, die bis zu 40 GB pro Sekunde ermöglichen. Wenn ihr alles zu den Docking Stations von IPC Computer erfahren wollt, haben wir euch unten in der Videobeschreibung eine komplett ausführliche Produktvorstellung verlinkt. Also zurück zum Thema Linux. Hier verhält sich das Betriebssystem genauso bei macOS und lässt mehrere Monitore nicht von Werk aus zu. Deshalb benötigen wir eine kleine Hilfe, um das Setup zum Laufen zu bringen, und die heißt DisplayLink. Anfang des Jahres gab es wohl noch einige Probleme mit dem Linux DisplayLink Treiber, welche jetzt aber gefixt sein sollten. Auch Lenovo schreibt bei einigen ihrer Docking Stations inzwischen Linux als kompatibles Betriebssystem aus. Also Ausgangslage ist aktuell so, dass wir ein Notebook angeschlossen haben mit unserer Thunderbolt 4 Quad Display Docking Station, ohne DisplayLink installiert zu haben. Und so sieht es aktuell aus, dass die beiden Monitore nicht funktionieren. Also wir zeigen euch jetzt mal hier die DisplayLink-Installation. Wir beginnen dafür als erstes mal in den Browser. So, wenn wir im Browser sind, geben wir ganz einfach einen Display-Link. Wenn wir auf der DisplayLink-Seite sind, gehen wir hier gerade ein bisschen runter, gehen hier auf die Downloads. Dann öffnet die Seite, wo wir die ganzen Treiber runterladen können. Wir gehen jetzt hier auf Linux, weil wir laden es ja für Linux runter. So, dann kommen wir auf der Seite von Ubuntu an. Dafür laden wir jetzt hier diese Datei jetzt hier runter. Drücken hier einmal auf Download. Dann wird das Ganze auch schon runtergeladen. Wir haben das jetzt hier. Das heißt, wir folgen dann hier dieser Anleitung. Wir kopieren hier dann diesen Text hier raus, wir kopieren das Ganze ganz kurz, gehen dann ins Terminal, fügen das hier ein und drücken auch schon auf Installieren, geben das Passwort ein und dann wird es auch schon das ganze Paket mal runtergeladen. So, das Ganze ist jetzt fertig. Dann gehen wir für den zweiten Text. Und dann tun wir das hier auch hinzufügen, tun das Ganze mal updaten. Dann kopieren wir den Command hier nochmal. Gehen auch nochmal ins Terminal rein, tun den auch nochmal ausführen. Bestätigen das Ganze mit einem Ja, also Y.
Wie ihr seht, wir haben das Ganze jetzt installiert. Ohne Probleme, wir haben das Kabel gezogen, wieder neu reingesteckt und somit funktioniert schon alles ohne Probleme. Können Sie auch mal auf den Bildschirm und auf den. Ganz normal, hat super geklappt. So, was hier noch wichtig zu erwähnen ist, wir haben es jetzt für Ubuntu installiert über das Terminal, das heißt, das ist ein Treiber. Bei Windows und bei Mac läuft das Ganze anders ab, da ist eine App. Da müsst ihr auch beachten, dass es im Autostart ist. Bei Ubuntu oder besser gesagt Linux braucht ihr das nicht in den Autostart zu packen. Jetzt könnt ihr natürlich noch in den Systemeinstellungen die Anordnung und die Ausrichtung richtig einstellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Checkt die Links in der Videobeschreibung ab, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.